Also guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Samstag, dritter Tag, es geht weiter und heute fahren wir in Prednjestr oder Transnistrien genannt. Das ist ja die abtrünnige Region, die eine eigene Grenze hat. Das heißt, es muss eine Grenze passieren. Und dann fahren wir weiter zu einer Festung und dann geht es weiter nach Tiraspol. Und jeder Fußballkenner müsste, wie ich ja gesagt habe, Tiraspol kennen. Aber dort befindet sich der Verein FC Sheriff Tiraspol, der letztes Jahr Real Madrid spektakulär weggehauen hat. Und auch mal in der Gruppenphase Erster war eine Zeit lang, aber ist halt schwer mit Real und den anderen Konsorten oben dran zu bleiben. Und ja, haben auch Dinamo Zagreb auf dem Weg zur Champions League mal 3-0 weggefegt. Die sind einen Besuch wert. Bis nachher. Kurz nachdem ich das Video gemacht habe, ist hier einer rübergefahren. Man sieht, das Ding ist umgefallen. Genau da habe ich mit dem BMW auch am ersten Tag aufgesetzt. Das klang überhaupt nicht gut, aber anscheinend ist nichts. Bei ihm klang es noch schlimmer. Obwohl ich sehr, sehr tief bin hier. Naja. Arschkarte. Ich sitze hier an der Grenze fest, weil ich keine Versicherungskarte für mein Auto habe. Ich komme hier nicht voran. Ich muss jetzt ein Taxi wählen, aber keiner spricht Englisch. Die englischen, ich habe die Taxistellen, die ich anrufe, die legen alle auf direkt, wenn ich Englisch sage. Ja, ich bin direkt an der Grenze, deswegen ist mein Handy so flach. Was soll ich jetzt sagen? Ich überlege gerade, was ich mache. Der Dings hat meinen Pass eingezogen. Ich krieg den auf jeden Fall zurück, so ist es nicht, aber trotzdem. Blöde Situation. Ich lasse mir meinen Urlaub nicht vermiesen. Ich habe mein Auto an der Grenze stehen lassen, das darf ich. Haben die mir erlaubt und ich laufe jetzt einfach. Also hinter mir so 100 Meter ist die Grenze. Ich laufe da jetzt, keine Ahnung wie viele Kilometer das sind. Ich habe, also laut Google Maps sind es 11 Minuten mit dem Auto. Also zu Fuß kann schon eine Stunde sein. Was soll ich machen? Ich kann mir kein Taxi holen. Ich habe 1000 Sachen probiert. Ich habe mir eine Flatrate gebucht. Für 15 € war ich jetzt 7 Minuten im Internet. Ja, erfolglos. Zwei Taxinummern gingen, aber da die nicht Englisch reden. Der eine meinte, ich spreche kein Englisch, hat direkt aufgelegt. Und der andere meinte, ja, ich kann kein Englisch. Da meinte ich, brauche jetzt ein Taxi. Also ein paar Wörter kann ich. Der meinte, nee, jetzt keine Chance. Und ich hoffe mal, dass ich zurück aus der Stadt dann hinkomme zur Grenze. Aber jetzt muss ich erstmal reinlaufen. Vielleicht nimmt mich jemand auf. Ich weiß es nicht, ich glaube auch nicht. Aber ihr seht die Stadt da hinten. Man sieht sie an der Peripherie. Da muss ich irgendwo hin. Die Stadt heißt Bender oder Benderi. Und ja, okay, hier gibt es jetzt keinen Gehweg. Ein bisschen problematisch. Also wenn ich ein Abenteuer will, mache ich mir immer selber eins. Naja, was soll ich machen? Bis nachher, Leute. Da steht noch 5 Kilometer, also 5 Kilometer kriege ich hin. Das heißt, vorhin waren es ungefähr 5,5. 5 Kilometer, das ist doch nichts für Damian. Und dann 4,5 steht hier sogar jetzt. Noch besser. Das kriegen wir hin. Ist halt nur ein bisschen blöd hier mit dem ohne Gehweg. Ihr seht es schon an der Schrift. In der Prednjestrovskaya Moldawska Republika wird Kyrillisch gesprochen, schon Russisch geredet und Kyrillisch geschrieben. Das war auf Latein. Während der Sowjetzeiten haben sie es auf Kyrillisch umgestellt und seit der Unabhängigkeit haben sie es wieder in den Grundzustand ins Lateinische übersetzt. Gab es auch viele lateinische Buchstaben. Und es gibt da viele Zankereien, deswegen manche wollten das alte behalten, manche sagen, lass doch beides nehmen. Ja, auf jeden Fall ist das Moldauisch offiziell jetzt wieder in lateinischen Buchstaben. Ich musste mal gucken, ey, dieser Streifen ist immer so, seht ihr das? Viel Platz habe ich hier nicht, aber gut. Wie ihr seht, hier zeigt das sogar Odessa an, weil für die Leute lohnt es sich hier mehr sogar von Odessa loszufliegen in Urlaub oder wenn sie zurückkommen als von Chisinau ist. Ich weiß nicht, ob es näher dran ist, aber es sollte ungefähr die gleiche Distanz sein. Und hoppa!
Wir haben es geschafft, glaube ich. Also zumindest bis zur ersten Kreuzung. Das ist die erste Kreuzung, seitdem ich von der Grenze runtergelaufen bin. Ja, da steht Gorod Vojskoslavi. Also ich denke mal Stadt der ehrenvollen Armee oder des ehrenvollen Heeres. Eins von den beiden. Und das ist übrigens deren Flagge, das in der Mitte. Rot, grün, rot. Erinnert euch an sowjetische Zeiten, da werdet ihr sehen, da kommen noch ganz viele sowjetische Dinge hier. Okay, wie ihr seht, ich lache wieder. 2 Geld eingetauscht hier drinnen, 2 Mohnbrötchen geholt, was zu trinken und die Frau war mega nett. Sie meinte, du sprichst doch Russisch. Ich so, nee, ich verstehe nur ein paar Wörter. Nee, du sprichst sehr gut. Du bist mit mir Konversation gehalten. Ich habe zwar vieles raten müssen, aber hey, jetzt fühle ich mich so ein bisschen wieder, jetzt fühle ich mich gut und willkommen. Jetzt alles wieder gut. Und vor mir ist die Stadt. Ich glaube, ich habe noch 2 Kilometer vor mir. Das kriege ich jetzt auch noch hin. Wir haben gerade 5 Hunde angehalten, alle am Bellen. Kommt einer raus, Zucker, haltet eure Schnauze jetzt. Und auf einmal sind alle ruhig. Und wir haben alle gesagt, ich soll hier lang gehen. Genau da lang. Und zu meinem Ziel gucken, wie das aussieht. Niemals bin ich hier richtig. Naja, sieht aus wie so eine alte Fabrik. Auf jeden Fall komme ich hier zum Wahrzeichen der Stadt hier durch. Obwohl es könnte hier. Nee. Also ihr seht, wie das aussieht. Hier No Entry. Sieht aus wie ein alte Gefängnis. Guck mal, das ist ein Extra vor mir. Nicht in Texas oder in Europa. Naja. Ich bin so ein Dummkopf. Guck dir das mal an. Das sieht so aus wie ein bisschen bei Call of Duty, diese Maps, wo du so in einer alten Fabrik, wo du SSR kämpfst. Theoretisch bin ich ja auch so teilweise da. Halleluja. Aber hier sind Pferde. Auf einmal sind hier Pferde. Auch nicht schlecht. Schöne Pferde sogar. Administration. Geht von irgendwas. Die Verwaltung. Der Burg, wo ich ganz jetzt hin will. Halleluja. Wir haben es geschafft. Hoffe ich. Denke ich. Glaube ich. Am besten wäre natürlich, wenn jetzt hier Eingang zu ist. Aber die meinten, hier ist offen. Ich komme von da hinten, seht ihr die Fabrik aus dem Nirgendwo. Aber wenn ich vom Haupteingang gekommen wäre, würde mich das hier erwarten. Alles renoviert hier. Guck mal, wie schön das ist. Aber ich nehme natürlich den Hintereingang, ich Dummkopf. Also die Burg, die hinter mir seht, hat eine ganz wichtige Rolle gespielt im türkisch-russischen Krieg, der jahrzehntelang andauerte und sozusagen unentschieden ist. Also es ist zwar hier russischer Einfluss und es ist auch Russland geblieben, aber trotzdem, das Osmanische Reich war immer nebenan und die Kriege haben fast kaum aufgehört. Und diese Burg beinhaltete damals eines der modernsten Krankenhäuser, Hospitale oder Lazarett, je nachdem, was damals war in der Geschichte. Das war so im mittleren 19. Jahrhundert, also 1830 ungefähr. So, jetzt aber aus der Hauptstadt von Transnistrien. Ich befinde mich hier im Stadtzentrum von Tiraspol. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, erstmals vorab, warum ich keinen Speicherplatz mehr habe. Ich dachte so, Mann, du hast so viel Speicherplatz, was ist da los? Und jetzt habe ich gemerkt, als ich oben auf dem Berg war gestern, habe ich die ganze Zeit aufgenommen, während ich gelaufen bin. 15 Minuten läuft das Video. Das habe ich gelöscht, jetzt habe ich wieder Speicherplatz. Was ist interessant hier, ich bin ja jetzt an der Grenze da vorbei, war in Bender. Und Bender war im 9. Jahrhundert eine sehr interessante Geschichte, denn der römische Kaiser Konstantin wollte herausfinden, welche Menschen leben denn hier in dieser Region. Und da hat er Vorboten geschickt und die haben die Tunkatay getroffen. Das ist ein Stamm der Goldene Horde, Genghis Khan und so weiter. Man weiß ja, die sind ja südlich gegangen, über die Türkei, aber auch nördlich. Und die Tunkatay haben sich hier angesiedelt. Das war im 9. Jahrhundert, 8. Jahrhundert, Römisches Reich.
Und diese Region heißt jetzt auch Tigane, das ist ja nach dem benannt. Und hier haben sich dann Slawen und Mongolen, also die Horde, getroffen. Richtig krasse Geschichte, also Slawen, Mongolen, römisches Reich kommt von da. Richtig interessant. Auf jeden Fall, wenn du jetzt von Bender nach Tiraspol fährst, fährst du noch durch das Dorf Parchani. Was ist daran besonders? Eigentlich gar nichts, aber dort leben einfach alles Bulgaren. Es gibt einen Ort, ein Dorf in ganz Moldau, wo nur Bulgaren leben, also 90%. Und das ist Parchani. Warum auch immer das so ist, ich glaube, das weiß sogar keiner. Ich glaube, das habe ich gelesen und man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das so. Und dann bist du hier in Tiraspol. Im Hintergrund sehen wir die russische Flagge und auch die Flaggen der Region. Und wenn man weiter rechts guckt, hier sieht man, aber man sieht das nicht so ganz, sind die Flaggen von der Gemeinschaft der Länder, die sich gegenseitig für unabhängig erklären, weil dieser Teilstück ist ja nicht unabhängig, wird von niemandem anerkannt. Und die anderen sind Südossetien, Asach, das ist früheres Bergkarabach, also Armenien, Aserbaidschan. Und das dritte ist auch in Georgien, aber ich komme nicht drauf, was es ist. Südossetien und wenn ihr es reinschreibt, dann werde ich merken, ja stimmt, genau, das war's. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein bisschen die Stadt erkunden, wieder rumlaufen, noch habe ich Energie, ein paar Bilder machen und dann mich ins Stadion begeben, weil heute ist der letzte Spieltag und ich will den Meister auf Sheriff live erleben. So, der Besitzer von der Firma Sheriff, dem gehört alles. Der hat einen großen Supermarkt, Sheriff, dem gehört Telekommunikation, dem gehört Erdöl hier, was verarbeitet, alles gehört ihm und auch der Fußballverein. Und deswegen hat der King einfach neben dem Fußballstadion ein Fußballstadion in der Halle gebaut, also wirklich ein Stadion in der Halle. Und neben dem Stadion nochmal das richtige große Stadion, weil das war halt alt. Und ich bin da gerade vorbeigefahren, vielleicht nehme ich das später nochmal auf. Das sieht schon sehr, sehr modern aus. So zwar ein bisschen drumherum ist nicht viel los, gut, beim Olympiastadion auch nicht, aber das sieht schon sehr modern aus. Ja. Ich werde jetzt, wie ich gesagt habe, ein bisschen rumlaufen. Wetter ist so geil. Ich liebe es ja mega warm. Mal sehen, was ich Interessantes entdecke. Ich muss nur gucken, dass ich wieder Geld umtausche, weil hier gibt es den transnistrischen Rubel, der fast so wie das moldauisch ist von der Wertigkeit. Aber ich kann mit dem halt nicht zahlen hier. Deswegen, ich wollte auch nicht zu viel umtauschen, sonst bleibt zu viel von dem übrig. Man kann den, glaube ich, nicht zurücktauschen. Er nimmt auch keine Bank an, deswegen. Also die Leute sind sehr stolz auf den Krieg, den sie 91, 92 geführt haben, um sich hier teilweise unabhängig zu machen, weil die leben halt unter ihrem eigenen Hut, auch wenn es nirgendwo anerkannt ist. Aber der aktuelle Krieg ist auch gar nicht so weit. 10 Kilometer in die Richtung ist die Ukraine. 10 Kilometer muss man sich mal vorstellen. Also Luftlinie vielleicht sogar weniger. Ich wollte mit meinem Auto in die Richtung fahren, weil direkt an die Grenze, warum sollte ich? Aber weil ich mehr ins Stadtinnere wollte, aber da komme ich jetzt nicht hin, beziehungsweise keinen Bock auf den Bus jetzt. Also gehe ich mir jetzt den Park hier in der Nähe anschauen, was sozusagen das Stadtzentrum ist, wo sich die Leute treffen. Jetzt bin ich drauf gekommen. Das sind Südossetien, Abchasien und Arsach. Jetzt bin ich drauf gekommen. Ich wusste, der Name schwirrt irgendwo. Und hier sehen wir einen der größten Befreier hier. Das ist fast so wie Skanderbeg in Tirana, die Statue. Aber die hier, auch wenn es nicht so vielleicht aussieht, ist wesentlich größer auf diesem Platz hier. Ab ins Stadion des Real Madrid Besiegers, Bezwingers, was auch immer. Sheriff Tiraspol. Hier sehen wir das zweite Stadion und ganz hinten sehen wir das Stadion in der Halle. Unglaublich, müsst ihr mal googeln. Die haben sogar ihre Ligaspiele dort gemacht, eine Zeit lang. Ich laufe gerade an dem großen Stadion vorbei. Das heißt, es wird in diesem kleineren gespielt. Obwohl es eigentlich um die Meisterschaft geht, also Unentschieden reicht denen. Oder die sind schon Meister, also eigentlich müssten die noch einen Unentschieden erreichen. Ja, okay. Dann schaue ich mir das Spiel von diesem Stadion an, auch kein Problem. Weiter spielt da mit.
So, wir haben den Eingang passiert. Draußen wäre ein Zettel verteilt, das ist das Ticket, weil heute ist Eintritt frei. Ich habe auch freie Platzwahl. Ich kann mich hinsetzen, wo ich will. Es wird noch warm gemacht. Es geht, glaube ich, in einer halben Stunde los. Ja, in 20 Minuten geht's los. Und ich darf mir den letzten Spieltag in der moldauischen Liga anschauen. Weil wie viele Stadien ich schon gesehen habe, kriege ich wieder Lust auf Fußballmanager. Hör mir auf, jedes Mal, wenn ich zu Hause ankomme, denke ich mir so, machst Fußballmanager an, kennst ja jedes Stadion. Und dann denke ich mir, Junge, bis 30 und nicht 15, komm wieder runter. J'ai vu ça? T'as vu la messe ça? Moi j'ai dit par là, par là. Frisch aus dem Stadion, man sieht es noch im Hintergrund. Ich war umzingelt von 11, 15 Afrikanern herum, alle haben Französisch gesprochen. Ich habe mich ganz gewundert, was die machen. Und dann haben die mir erzählt, dass die eigentlich von der anderen Mannschaft, die auch hier in der Stadt ist, Dynamo Auto sind und ihre Freunde hier spielen. Also waren die Zuschauer und sind alle aus Gabun. Und dann habe ich ihnen gesagt, pass auf, ihr macht mir jetzt ein Versprechen, 2026 sehen wir uns bei der WM. Ihr mit Gualo Kanga von Roter Stern zusammen bei der WM. Er meinte, alles klar. Ich nehme dich beim Board, ihr habt noch 3 Jahre und dann sehe ich euch auf dem internationalen Parkett, meine Freunde. Mon ami. 9:30 abends, ich finde kein Taxi, wechsle die Straßenseite schon das 3. Mal. Aber ich muss erstmal mein Geld loswerden, weil ich nicht zurücktauschen kann nirgendwo. Und dann suche ich mir ein Taxi. Ich laufe auch Richtung Stadtzentrum, da werde ich sicher eins finden. Aber so fahren die ganze Zeit an mir vorbei. Ich hoffe, ich kann Geld hier auch mal eintauschen und nicht nur abholen. Da seht ihr mich? Ja, ein bisschen. Der Vorteil ist, Taxi ist mega billig hier. Mein Fahrt kostet 2-3 Euro. Der Nachteil, weil es so billig ist jedes Taxi besetzt. Kein Depp läuft hier wie ich. Der Taxi noch Geld tauschen, was soll ich machen? Aber die Hauptstraße, die ich jetzt zum Zentrum laufe, die heißt Ulica Karl Liebknecht. Ich glaube, das verstehen alle hier. Mal sehen, wie lange ich noch brauche. Es kommt mir viel länger vor als der Weg heute Mittag, als ich von der Grenze gelaufen bin. Ich wäre jetzt wieder an der Grenze angekommen, glaube ich, gefühlt. Ja, gut, komme ich halt um Mitternacht zu Hause an. Was soll ich machen? C'est la vie! Na, der Ritt zum Park hat sich gelohnt. Schöne Aussicht. Hat was Spanisches. Oben hängt auch eine Spanien-Flagge. Warum auch? Nee, es ist Moldawien, Entschuldigung. Moldau. Schon wieder, ich glaube es nicht. Moldau-Flagge. Und da hinten haben wir Stadtbad Plötzensee oder was. Auf jeden Fall sieht es sehr gemütlich aus, nur kein Mensch da. Vielleicht ist es auch zu, weil zu kalt ist es auf jeden Fall nicht. Mal wieder, wer unter Zeitdruck ist. Ich. In 2 Stunden 20 geht mein Flieger. Ich brauche 20 Minuten zum Flughafen, aber diesen Blick wollte ich euch nicht vorenthalten, wenn man die Treppe runter geht. Ich finde, das ist sehr, sehr schön gemacht. Irgendwie hat das viel mehr als bei uns in Berlin gesehen. Keine Ahnung. Vielleicht weil das Ufer ein bisschen schöner aus. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Du hast ja auch einen Fahrradweg. Und ne, warte. Doch, Fahrradweg, aber das sind 2 Spuren auf jeden Fall. Also 2 Spuren. Da hinten ist so ein Pfeil. Mit Zebrastreifen, damit du direkt ans Wasser kommst. Sehr, sehr schön. Ich bin jetzt in den letzten Zügen meines Cabrios begeben. Es macht mega Spaß, in Cabrio. 26 Grad. Ich habe gehört, bei uns ist Regen. Überall ist Regen.
Also von Algerien bis Italien ist komplett Regen in Südeuropa. Und ich genieße die Sonne. Mit diesen Worten verabschiede ich mich aus Moldau. Jetzt habe ich richtig gesagt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Nochmal ein schöner Blick auf den See und auf mich. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Reise wieder dabei. Steht doch schon wieder an. Ciao, meine Freunde.